Heute habe ich für euch einen ganz wunderbaren und sehr liebevoll gebackenen Apfelkuchen mit Schmandguss und ich habe dafür einige Anläufe gebraucht, bis er so war, wie ich ihn gerne haben wollte, nämlich mit schön weichen Äpfeln. Ich wollte auch gerne, dass die Äpfel nicht vorgegart werden, sondern dass sie einfach während des Backens schön weich werden. Und das habe ich diesmal mit diesem Kuchen geschafft. Er ist sehr, sehr stimmig und äußerst lecker. Ich wünsche euch einfach viel Spaß mit diesem Rezept. So, die Zutaten stehen alle noch mal unten in der Beschreibung. Wir fangen als erstes an mit den Äpfeln. Die werden geschält, anschließend geviertelt, entkernt und dann ist es jetzt ganz wichtig, in hauchdünne Scheiben schneiden. Die Äpfel anschließend mit dem Saft einer halben Zitrone marinieren und dann zur Seite stellen. Für den Mürbeteig 250 Gramm Mehl und 100 Gramm Zucker zuerst vermengen. Dann kommt das Ei dazu und 125 Gramm kalte Butterstückchen. Die Zutaten werden jetzt erstmal vermengt und am Anfang geht das ganz gut mit einem Teigschaber und irgendwann geht es nicht mehr weiter. Dann nehmen wir einfach die Hände und kneten den Teig schnell und gründlich zu einer Teigkugel. Meine Backform ist 26 Zentimeter groß und die habe ich bereits eingefettet und mit Semmelbröseln ausgestäubt. Und jetzt nehme ich meine Teigkugel, 2/3 davon ist für den Boden, 1/3 für den Rand. Ich drücke jetzt für den Boden das ein bisschen mit den Händen platt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Teig natürlich auch ausrollen und dann breite ich ihn einfach in der Springform aus, indem ich mit den Händen und Fingern ihn zum Rand hin drücke. Für den Rand nehme ich einfach ein bisschen Teig in die Hand und rolle ihn zwischen den Händen und dann drücke ich ihn einfach schön an den Rand dran. Jetzt könnt ihr schon den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Für den Schmandguss alle eingeblendeten Zutaten nach und nach in die Schüssel geben und anschließend gut vermengen. Und zum Schluss den Guss noch mal mit etwas Zitronensaft abschmecken. Als nächstes einfach die Äpfel jetzt in die Springform geben, gut verteilen und dann kommt auch schon der Schmandguss obendrauf und der wird dann auch noch mal ein bisschen oben drüber verteilt und die Springform mal ein bisschen ruckeln, dass der Schmandguss bis nach unten von den Kuchen kommt. So, und dann geht der Kuchen schon in dem vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze auf die mittlere Schiene. Ich habe euch hier noch mal die Backanleitung eingeblendet und hier kommt er auch schon fertig aus dem Ofen. Ein ganz, ganz wunderbarer Kuchen. Ich habe ihn jetzt noch ungefähr 20 Minuten in der Springform auskühlen lassen. Dann habe ich erst die Springform entfernt. Den Kuchen bitte dann komplett auskühlen lassen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch ein bisschen Puderzucker drüber stäuben. Es ist ein fantastischer Kuchen. Er schmeckt unglaublich gut und er ist gelingsicher. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rezept und noch einen wundervollen Tag.